Dass jemand, der nicht von Haus aus Wissenschaftler oder Schriftsteller ist, ein Buch schreibt, das ist gar nicht so selten. Manche schaffen es sogar bis zur Veröffentlichung. Und gelegentlich findet so ein Seiteneinsteiger, der sich intensiv forschend mit einem bestimmten Gebiet beschäftigt hat, sogar die Anerkennung der Fachwelt. Hans-Bernd Altinger ist solch ein Seiteneinsteiger. Über Jahre hat er sich mit der Gestalt Johannes des Täufers beschäftigt, einer der zentralen Persönlichkeiten des Neuen Testaments. Und was Altinger über den Mann herausgefunden hat, der mit der Taufe im Jordan den Beginn des öffentlichen Wirkens Jesu gesetzt hat, das hält wissenschaftlichem Anspruch durchaus stand. In akribischer Quellenforschung und auf Reisen zu den historischen Städten hat der Johannesbiograf Leben und Wirken des Täufers erkundet. Über Johannes den Täufer wissen wir zunächst aus der Bibel. Es gibt im Neuen Testament etwa 1000 Verse über ihn, geschrieben von den Evangelisten. Die meisten Christen kennen den Ausspruch von Jesus, der ihn als den größten Menschen, der je von einem Weibe geboren wurde, bezeichnet. Im Prinzip wissen wir aber aus der Bibel relativ wenig über sein Leben, über seine Kindheit, über die Zeit bis zu seinem Auftreten am Jordan. Hier müssen wir zurückgreifen auf historische Quellen. Auf historische Quellen vor allen Dingen des Geschichtsschreibers Josephus Flavius, der im 1. Jahrhundert nach Christus lebte und sozusagen Zeitzeuge war von Johannes. Dann auf andere Schriften, zum Beispiel der Mandäer, die im südlichen Irak heute beheimatet sind. Und natürlich auf vielerlei Mosaiksteinchen, die man zusammenfügen muss, um ein komplettes Bild zu erhalten. Wenn man sich jetzt die Wirkungszeit des Johannes anschaut und die Wirkungszeit Jesu, kann man eigentlich sagen, da müssten die Spuren oder die Auswirkungen von Johannes in Palästina der damaligen Zeit ja doch sehr viel stärker, sehr viel deutlicher spürbar gewesen sein. Ist das tatsächlich so? Also der Geschichtsschreiber Josephus Flavius berichtet sehr ausführlich in seinen Aufzeichnungen über das sogenannte Johannesfieber, das die Menschen zur damaligen Zeit in Gesamtpalästina erfasste. Er berichtet von den großen Völkerscharen, die also wirklich zu Fuß tagelang gewandert sind, um ihn predigen zu hören. Es war ein Aufbruch zu neuen Ufern, kann man sagen. Von daher war natürlich Johannes ein Volksheld. Ein Volksheld, der vor allen Dingen den Armen und Bedrängten neue Gesetze gab, neue Möglichkeiten, überhaupt zu Gott zu finden. Denn die Gesetze der damaligen Zeit unter den Pharisäern und Schriftgelehrten waren dermaßen eng, dass keine Möglichkeit mehr war, wirklich noch Gott zu erkennen. Johannes, die Aussagen des Johannes, die Predigten des Johannes sind ja nun alle mehr oder weniger durch den Filter der Evangelien gelaufen, so wie bei Jesus, dass man Originaltöne von Johannes hätte in größerer Zahl. Das ist ja nicht der Fall. Woran liegt denn das? Die frühe Kirche im 1. und 2. Jahrhundert nach Christus hatte natürlich sicher Probleme. Wie sollte man diese zwei großen Gestalten einreihen, ein nebeneinander? Ist nicht möglich, weil die Menschen sicherlich es missverstanden hätten. Und so tritt natürlich Johannes in der Beschreibung zurück, was natürlich auch seiner Aufgabe entspricht, denn er selbst war Vorläufer und Wegbereiter und er selbst hat sich ja auf dem Höhepunkt seines Ansehens zurückgezogen, um eben diesen Messias, für den er ja gekommen ist, Platz zu machen und die Menschen eben darauf hinzuweisen. Und da kommen wir zu einem Punkt, das ist nämlich die Taufe Jesu. Die Taufe Jesu war akkurat der Schnittpunkt, an dem Johannes der Öffentlichkeit den Jesus vorgestellt hat zum selbstständigen Handeln. Er hat ihn praktisch sogar gedrängt in ein selbstständiges Handeln, fast gewaltsam losgelöst von ihm aus seinem Kreis und damit hat er sich zurückgenommen. Das ist eigentlich das größte Verdienst dieses Täufers, dass er seine Vorläuferrolle ganz exakt nach göttlichem Plan und minutiös ausgeführt hat. Gerade in den letzten Jahrzehnten hat Johannes der Täufer in der Bibelforschung eine große Rolle gespielt. So wie auch der frühe Jesus soll er manchen Autoren zufolge der Gemeinschaft der Essener angehört haben. Waren Jesus und Johannes einfach nur Mitglieder einer jüdischen Sekte? Altinger meint nein. Ich habe in meinen Forschungen nicht erkennen können, dass Johannes ein Essener war.
Ich kann sogar behaupten, mit Sicherheit behaupten, dass diese Annahme falsch ist. Aufgrund der Aufschreibungen dieses Historikers Josephus Flavius wissen wir, dass er auch sehr viel über die Essener geschrieben hat und alle Personen mit ihren Namen benannt hat, aber immer mit dem Zusatz der Essener. Es findet sich nirgends ein Zusatz oder ein Hinweis, dass Johannes der Täufer ein Essener im inneren Sinne gewesen wäre. Die Verbindung zu den Essenern war sicher da. Das ganze Gut, das ganze geistige Gut war bis zu einem bestimmten Punkt und bis zu einer bestimmten Zeit auch deckungsgleich mit dem Welt- und Gottesbild von Johannes und Jesus. Auch die Essener erwarteten den Messias, sie erwarteten ihn eben in der Wüste, so wie Jesaja es prophezeit hatte. Johannes ging aber seinen eigenen Weg, denn diese Riten, diese rituellen Handlungen waren natürlich für Johannes zu eng und zu begrenzend. Das heißt, es muss irgendeinen Punkt gegeben haben, wo er sich nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich von der essenischen Lehre entfernt hat. Er hat sie praktisch erweitert, weil er natürlich wusste, dass dieser Messias da war. Wenn Altingers Johannesbiografie trotz aller Wissenschaftlichkeit wohl doch in kirchlichen und theologischen Kreisen eher kritisch aufgenommen werden dürfte, dann liegt das an dem Auslöser, der den Autor erst dazu brachte, sich mit Johannes dem Täufer zu beschäftigen. Als Nicht-Theologe hat man doch normalerweise eher distanziertes Verhältnis zu biblischen Gestalten. Woraus resultiert es, dass Sie so sehr auf den Johannes eingehen und sich und so viel Zeit und Arbeit und Mühe in diesen Mann investieren? Ja, das ist eine sehr ungewöhnliche Geschichte, ein sehr ungewöhnliches Ereignis, das mich zu Johannes dem Täufer hingeführt hat. Vor etwa 8 Jahren hatte ich eine Vision, eine Erscheinung, möchte ich sagen, von Johannes dem Täufer. Die hat mich zunächst natürlich etwas erschrocken, weil ich mit diesen Dingen nicht vertraut war und auch kein extrem religiöser Mensch war oder kein extrem frommer Mensch, würde ich mal sagen. Ich hatte eine Beziehung zu Johannes dem Täufer wie jeder normale Durchschnittschrist. Diese Erscheinung wurde dann nochmals untermauert, indem ich in 2 sehr gefährliche Situationen im Leben kam. Also das heißt, vor sehr schweren Unfällen bewahrt wurde. Einmal wurde ich aus einem Haus rausgeführt, das dann wirklich eine Sekunde später einstürzte. Und immer wieder war hier das Bild des Johannes. Und dann habe ich natürlich versucht, über ihn etwas in Erfahrung zu bringen. Wer ist diese Gestalt? Welche Aufgabe hat diese Gestalt in der heutigen Zeit? Die Bibel war mir da nicht genügend und deshalb habe ich begonnen zu suchen. Und nach Jahren wusste ich so viel über Johannes den Täufer, dass ich es eben in einem Buch zusammengefasst habe. Besonders brisant, Altinger zitiert in seinem Buch spirituelle Botschaften, die Johannes ihm übermittelt hat. Sie haben jetzt allerdings zu diesem historisch-wissenschaftlichen Teil auch einen Teil, wo es um die Botschaften, um die Wiederkehr Johannes des Täufers geht und damit sehenden Auges eigentlich sich auch des Risikos begeben, als Esoteriker, als spinnerter Visionär angesehen zu werden. Warum das? Nach einer gewissen Zeit, etwa